Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Heute müsste der 25. Dezember sein. Ich feiere Weihnachten am Meer bei sehr schön warmen Temperaturen. Ich hoffe, bei euch ist es schön winterlich, weihnachtlich und ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Darum soll es aber im heutigen Video nicht gehen. Ich wurde sehr oft gefragt in den letzten Monaten, wie ich es geschafft habe, mir so schnell in Chile einen Freundeskreis aufzubauen. Und am Anfang habe ich nicht direkt ein Video drüber gemacht, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig eine Strategie hatte oder auch gar nicht so richtig wusste, warum es mir eigentlich geglückt ist. Und sicherlich ist vieles davon auch der Faktor Kultur und dass Chilenen allgemein ein bisschen offener sind als Deutsche. Aber es gibt auf jeden Fall auch einige Stellschrauben, die man selbst in der Hand hat. Und ich habe mich bemüht, alle diese Stellschrauben zusammenzufassen und euch die heute hier in diesem Video zu präsentieren, damit ihr ins neue Jahr starten könnt mit hoffentlich vielen neuen Freunden am Ende des kommenden Jahres. Freunde finden als Erwachsener ist natürlich lang nicht so einfach wie als Kind, weil wir als Kind natürlich den ganzen Tag in der Schule zum Beispiel sind oder im Kindergarten oder auf dem Spielplatz und umgeben sind von wahnsinnig vielen anderen Kindern. Und Kinder einfach nicht diese Distanz zwischeneinander haben. Wenn wir erwachsen sind, haben wir oft im Worst Case Homeoffice und treffen gar keinen oder wir treffen oft immer die gleichen Leute, weil wir ins gleiche Büro gehen, zum gleichen Arbeitsplatz gehen und vielleicht auch sogar in die gleichen Restaurants gehen und immer die gleichen Leute treffen. Deswegen ist es natürlich wahnsinnig schwierig, neue Leute kennenzulernen. Was habe ich also getan, um schnell neue Leute kennenzulernen? Der erste Schritt ist Selbstreflexion und das klingt jetzt vielleicht so nach möchte ich jetzt eigentlich nicht machen, das Thema ist nichts für mich. Aber die Frage der Fragen ist, wärt ihr gerne selbst mit euch befreundet? Wärt ihr selbst eine Person, mit der ihr gerne Zeit verbringen würdet? Oder seid ihr vielleicht ein bisschen langweilig und habt ihr vielleicht ein sehr eingeschränktes Feld an Interessen? Ich habe mich ganz gezielt gefragt, würde ich mit mir selbst befreundet sein wollen? Und habe so ein paar Eigenschaften an mir festgemacht, die eigentlich nicht so spaßig sind und die Freundschaften vielleicht auch so ein bisschen negativ beeinflusst haben. Ich persönlich war nämlich zum Beispiel eher ein bisschen verklemmt. Aber dadurch, dass ich das erkannt habe, konnte ich das natürlich auch ändern und gezielt in diesen Sachen arbeiten. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Das hilft jetzt noch nicht dabei, neue Leute kennenzulernen, aber es hilft auf jeden Fall, dass wenn wir tatsächlich diese eine Person treffen, die voll auf einer Wellenlänge mit uns ist, dass es dann auch tatsächlich funkt. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ihr irgendwie die tollste Persönlichkeit werden müsst, mit der jeder befreundet sein will. Aber es hilft schon so ein bisschen zu reflektieren, ob man selbst eigentlich was zu bieten hat. Oder ob man selbst vielleicht andere Sachen ständig schlecht redet, auf nichts Bock hat und nie was Neues ausprobieren will. Weil das macht natürlich in der Freundschaft ehrlich gesagt relativ wenig Spaß. Nachdem ich das also getan habe, habe ich beschlossen, dass ich nicht darauf warten kann, tatsächlich Freunde in Chile zu haben, sondern ich habe einfach angefangen, die Sachen zu machen, die mich interessieren, auch ohne Freunde. Ich habe dem Universum sozusagen signalisiert, ich bin bereit, das ist mein Leben und es ist Platz hier für andere. Wir haben angefangen, sehr viel mehr in der Natur zu machen. Wir haben angefangen, kulturelle Veranstaltungen wahrzunehmen. Ich habe verschiedene Parks mit dem Hund besucht. Ich habe die Augen offen gehalten nach gewissen Gruppen von Hunden, die sich gut verstehen. Ich habe teilgenommen an gewissen Veranstaltungen für Frauen. Wir sind zu Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür gegangen. Und all diese Sachen sind natürlich Gelegenheiten, jemanden kennenzulernen. Denn das ist das, was ich vorhin schon angeschnitten hatte. Als Kind trifft man jeden Tag so viele andere Kinder, aber als Erwachsener eben nicht. Und je mehr verschiedene Aktivitäten ihr ausübt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr tatsächlich mal jemanden trefft. Ich persönlich habe übrigens keine sozialen Medien dafür benutzt. Also ich habe kein Tinder zum Beispiel, ich habe auch kein Facebook und ich habe auch nicht in bestimmten Gruppen gesucht, sondern alle Freunde, die ich habe ich tatsächlich mit ein paar Ausnahmen im Real Life kennengelernt. Ich habe also am Anfang vor allen Dingen versucht, meine eigene beste Freundin hier in Chile zu sein. Und ich habe mir ganz genau überlegt, okay, wenn ich meine traumbeste Freundin hier in Chile hätte, die wirklich mein Vorbild ist, zu der ich aufschaue, die sich hier auskennt, was würde die machen? Wie würde ihre Freizeit aussehen? Sie würde in bestimmte Cafés gehen, sie würde zu bestimmten Veranstaltungen gehen, sie hätte bestimmte Hobbys, sie hätte eine bestimmte Tagesroutine.
Und dann habe ich einfach angefangen, diese Sachen in meinen Alltag zu integrieren, ohne dass diese beste Freundin in Chile tatsächlich existiert. Und siehe da, diesem Verhalten habe ich zumindest oder mindestens eine Freundin hier in Chile zu verdanken. Unsere Freundschaft besteht hauptsächlich darin, zu Kulturveranstaltungen zu gehen und sehr schöne Restaurants in unserer Nachbarschaft auszuprobieren. Außerdem ist sie selbstständig wie ich und kann mir ganz viele Tipps geben, wie man hier in Chile was Eigenes aufzieht. Ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist, sichtbar zu sein. Und es geht schon so ein bisschen auch darüber hinaus, tatsächlich irgendwelche Orte zu besuchen. Das können übrigens auch kostenlose Orte sein. Es sagt niemand, dass das irgendwelche Sachen mit wahnsinnig viel Eintritt sein müssen. Sichtbar sein heißt, Smalltalk zu machen, heißt, sich zu unterhalten, heißt, andere Leute anzulächeln, andere Leute zu grüßen, wenn man den Raum betritt, den Leuten in die Augen zu schauen, sodass die anderen Menschen tatsächlich sehen, okay, hier bin ich bin bereit, mich zu unterhalten, ich bin freundlich zu dir, ich sende die Vibes, du darfst dich mir nähern. Und dann, wenn sich jemand nähert, natürlich auch das Versprechen einzuhalten und tatsächlich freundlich zu sein. Eine Sichtbarkeit geht natürlich in gewisser Weise auch in Social Media. Es funktioniert auf jeden Fall auch, sich in irgendwelchen Facebook-Gruppen anzumelden. Und ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall 2 meiner Bekanntschaften hier auch über Social Media kennengelernt. Allerdings war es so, dass ich angeschrieben wurde von den beiden. Die haben meinen YouTube-Kanal entdeckt, meine Seite gesehen und fanden, dass wir ein ganz guter Match waren. Haben mir dann eine private Nachricht geschrieben und gefragt, ob wir einfach mal was machen wollen. Die eine hat auch einen Zwergspitz wie ich, mit der habe ich mich dann im Park zum Gassi gehen getroffen. Und die andere ist auch als Deutsche nach Chile gekommen und ist Fotografin. Und für mich war das natürlich, als hätte das Universum mich erhört. Denn ich habe tatsächlich in irgendeinem Moment davor gedacht, okay, ich habe mein Leben so weit im Griff, ich habe alles irgendwie geordnet in meinem Leben. Wir haben jetzt hier eine stabile Wohnung, ich habe einen Wohnort, ich habe meinen Alltag und ich habe jetzt tatsächlich auch Zeit für Freunde. Also ich bin offen, Universum, schick sie mir. Ich bin bereit, sie zu erhalten und auf einmal trudeln diese Nachrichten bei mir ins Eingangsfach. Und ich wusste, okay, also das ist jetzt echt ein Zeichen und habe natürlich geantwortet und mich auch getroffen. Und was soll ich sagen, der Vibe war richtig gut. Das heißt, ich will Social Media nicht verteufeln. An Tinder glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig, auch wenn das vielleicht in manchen Fällen funktioniert. Da fehlt mir vielleicht auch einfach die Erfahrung. Aber selbst in diesem Fall, wo Social Media so die Brücke war, habe ich nicht wirklich aktiv Social Media genutzt, sondern ich habe lediglich dieses Postfach gehabt, um Nachrichten zu empfangen. Ich war also entsprechend offen für Nachrichten. So, das heißt, wir gehen sicher, dass wir keine toxische Person sind. Wir gehen sicher, dass wir unseren Alltag spannend gestalten und auch tatsächlich irgendwie Kapazitäten für eine Freundschaft haben und auch Bock drauf. Und drittens, wir sind sichtbar, wir gehen mit offenen Augen durchs Leben, wir gehen auf Menschen zu und wir strahlen aus, dass wir auf der Suche sind oder vielleicht auch nicht auf der Suche, aber offen sind. Nächster Schritt, irgendwie ergeben sich Gespräche, ihr lernt jemanden kennen und was passiert dann? In Deutschland ist dann bei mir meistens ehrlich gesagt nicht wirklich was passiert. Der normalste Schritt ist ja eigentlich, sich dann über Instagram zu connecten. Was auf jeden Fall auch super funktioniert. Hier in Chile geht es eigentlich instant rüber zu WhatsApp. Da sind die Deutschen, glaube ich, ein bisschen verhaltener. Aber ich finde, WhatsApp ist nicht unbedingt notwendig. Andererseits schafft das natürlich auch direkt viel mehr Nähe und Intimität irgendwie. Wenn ich also jemanden kennenlerne und mich über Instagram connecte, dann dauert es meistens nicht sehr lange und ich schicke nochmal eine Nachricht nach. Je nachdem, worüber wir uns unterhalten haben, ich frage, hey, kannst du mir vielleicht den Link schicken von dem, was du mir erzählt hast? Oder hey, wir haben uns irgendwie über das Thema unterhalten, hier ist eine Veranstaltung, hast du Bock, mit mir da hinzugehen? Oder hast du Lust, nächste Woche mal ins Café zu gehen und wir unterhalten uns nochmal? Also meistens ist das erste Date nach dem Kennenlernen bei mir mit Freunden irgendwo in einem Café oder, wenn es mit Hund ist, im Park zum Gassi gehen, um sich erstmal auf neutralem Boden zu beschnüffeln. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch für Deutsche keine große Überwindung kosten müsste. Das kann man also auf jeden Fall machen, super einfach. Einfach Nachricht schreiben, fragen, hey, machen wir das? Und meistens, zumindest hier, kommt zurück, ja klar. So, wie geht's dann weiter? Das hängt natürlich sehr von der Art der Freundschaft ab. Manche Menschen lieben es gern, irgendwo hinzugehen, manche Menschen sind lieber zu Hause. Ich habe Freundschaften, die sind sehr stark darauf fixiert, dass man sich außerhalb trifft. Ich habe aber auch Freundschaften, die wirklich eigentlich ausschließlich zu Hause stattfinden. Und wir, mein Mann und ich, haben auch angefangen, sofort die Leute nach einem
sozusagen nach dem ersten Date oder wenn man so weiß, okay, der andere ist nicht irgendwie gefährlich oder so, dass wir die Leute zu uns nach Hause zum Grillen eingeladen haben. Und das ist eine Sache, die hätten wir in Deutschland niemals gemacht. Und ich glaube, das ist einfach diese Not, jemanden kennenzulernen, dass wir es gemacht haben. Aber was soll ich sagen, es war einfach so schön, es hat immer funktioniert. Wir hatten so viele tolle Abende schon. Und wir wurden auch aktiv dann eingeladen zum Grillen, zum Essen, zu Hause bei anderen Personen. Und das schafft natürlich super viel Nähe, wenn man auch das Zuhause der anderen Personen kennt. Das heißt, ich rate euch, scheut euch nicht, die Leute direkt zu euch nach Hause einzuladen. Gut, Grillen ist jetzt im Winter vielleicht schlecht, aber vielleicht auch einfach ein Raclette machen zum Beispiel. Wir waren auch relativ schnell bei einem Freund hier, der Deutscher ist, eingeladen zum Feuerzangenbowle machen zum Beispiel. Also man kann direkt diese Freundschaften nutzen, um Sachen umzusetzen, die man eh schon die ganze Zeit machen wollte, aber die eigenen Freunde vielleicht oder die eigene Familie da nicht so richtig mitgezogen hat. Das heißt, mit der neuen Freundschaft sofort auch eine neue Dynamik schaffen, neue Sachen zu starten. Das hat für uns beide wirklich richtig gut funktioniert. So, das waren alle Tipps, die ich euch geben kann, die 4 Schritte, die wir eingehalten haben, die gut für uns funktioniert haben und die ich auch in Zukunft definitiv wieder so anwenden würde und auch bis heute noch aktiv anwende. Ich hoffe wirklich sehr, ich konnte euch damit helfen und ihr könnt nächstes Jahr ganz viele neue Freunde finden und einen neuen Freundeskreis aufbauen, wenn ihr auf der Suche seid. Ich wünsche euch eine ruhige Zeit, rutscht gut rüber und bis zum nächsten Video. Bis bald!